Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Kanal. Heute wird es darum gehen, dass wir den EliPi mal einschalten. Dazu werden wir also erstmal die Folie hier runter machen. Für alle, die das genauso mögen wie ich bei Neugeräten, jetzt zuhören. Das ist immer das Schönste bei neuen Geräten. Ich mag das. Ja, ich weiß, ihr könnt mich für komisch halten, aber ich finde es schön. So, also wie gesagt, hier unten ist der Stromanschluss, hinten ist die Kamera und hier auf der Seite ist ein Knopf. Den werden wir jetzt mal drücken, mal schauen, was passiert. Ich habe das Gerät noch nicht angehabt, also schauen wir mal, ob es überhaupt angeht. Es geht an. Also man muss es ein bisschen gedrückt halten. So, und dann schauen wir mal, was er gerne alles möchte. So, die Sprachen haben wir hier zur Auswahl. Also nehmen wir Englisch. Na. Gut, dann möchte er jetzt schon die App haben. Dazu muss ich die Aufnahme kurz unterbrechen und mich mal eben synchronisieren. Also wie gesagt, ihr müsst dann diese App hier runterladen und dann geht es weiter. Wenn ihr die App dann installiert habt, fragt er euch dann Folgendes: Ob ihr eine bestehende Wallet habt oder ob ihr eine neue machen wollt. Wir wollen natürlich eine neue machen, da wir so ein Gerät noch nicht hatten. Hattet ihr mal so ein Gerät und es ist euch kaputt gegangen, verloren gegangen, wie auch immer, ihr habt die Phrasen, gar kein Problem, werdet ihr hier gefragt, ob ihr das da importieren wollt, ja, oder sonstige Sachen wollt. Also wenn ihr schon ein Gerät hattet, Phrasen habt, dann Import und nicht also eine neue kreieren. Es sei denn, ihr hattet nichts drauf, dann natürlich könnt ihr einfach eine neue kreieren. So, wir machen eine neue. Okay, das mache ich mal kurz. So, der wollte dann einfach einen Namen von euch haben und ihr solltet euch ein Zugangspasswort selber ausdenken und das zweimal eingeben, auf Richtigkeit prüfen und dann seid ihr hier. Jetzt geht es da unten weiter. Ich mache das jetzt mal kurz. So, nachdem wir dann alle Phrasen aufgeschrieben haben, können wir sie natürlich dann, wenn vorhanden, in diese feuer- und wasserfeste Geschichte einfügen. Es sind aber Phrasen teilweise, die länger wie 4 Buchstaben sind. Und dann müsst ihr einfach gucken, wie ihr damit klarkommt. Was ihr euch da für Eselsbrücken baut, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, habt A, B, C, D, das passt natürlich rein. Habt ihr aber jetzt A, B, C, D, E, F da stehen, dann müsst ihr dann gucken, ob ihr euch das merken könnt mit A, B, C, F oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ist jetzt einfach nochmal so ein Beispiel. So sieht das Ganze dann aus. Ja, Akkuanzeige da oben. Schauen wir mal, wie weit es hier runter geht. Okay, das ist jetzt unten. Dann drücken wir mal hier auf OK. Und sehe da, alles da. Okay, also ich muss jetzt selber mal gucken. Wie gesagt, ich habe das Gerät noch nie angehabt. Interessant. Genau, was das hier ist. Ja, da würde man einen QR-Code sehen. Gehen wir auf zurück. Da sehen wir nochmal einen QR-Code und eine Wallet-Adresse drunter. So.
Aha, man kann also auch mehrere Accounts anscheinend darauf ziehen. Interessant. Connect wird wahrscheinlich mit dem Handy sein. Ja. Mhm. Ja, dann müssen wir das in die Ladestation oder was das da auch mal ist, noch reinstecken. Da war oben ja ein Slot gewesen für die Speicherkarte und darüber wird das dann geupdatet. Dann hier unten drunter wieder, ne? Ja, Sprachen sind auch dieselben. Werde ich mal gucken, ob es dafür Updates gibt. Ja, auf jeden Fall wird das dann connected mit der Wallet-Geschichte hier, mit der App-Geschichte in eurem Handy und dann ist das gekoppelt und dann werden die beiden Sachen miteinander interagieren. Ja, das war es eigentlich auch erstmal dazu gewesen. Vielleicht zeige ich euch das nochmal in der App. Ich muss mal gucken, was ich dann wieder alles rausmachen muss, was man da nicht sehen darf. Ich schau mal, ja. Okay, das ist schon mal der erste Eindruck zu diesem Gerät. Es werden natürlich nochmal ein paar Videos dazu kommen. Aber bis jetzt der erste Eindruck find ich echt gut, muss ich sagen. Also das Handling ist gut, das Gerät ist nicht zu groß, man kann das super mit dem Daumen bewegen, bedienen meine ich. Astrein, kann ich nicht anders sagen. Es reagiert nicht zu stark, nicht zu schwach, wenn ich das mache. Ist wirklich okay. Alles klar. Ich habe es euch dann mal wieder gezeigt. Bis dahin. Ciao, ciao.